Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Magix M2 Pro. Heute zeige ich euch endlich den Cash-Out. Ich werde heute meine gesamten Mining-Einnahmen jetzt gleich aus dem Miner herausholen, an die Wallet übertragen von der Data Dash App. Das möchte ich euch in diesem Video jetzt zeigen, den ganzen Prozess, wie das vonstatten geht. Falls ihr noch keinen M2 Pro Miner habt, dann könnt ihr den gerne natürlich über meinen Link bestellen in der Videobeschreibung. Da spart ihr 50 Euro auf den Kaufpreis. Der wird automatisch abgezogen. Der Miner kostet 2.500 Euro und kann mehrere Coins gleichzeitig minen. Das dazu als Information. Ich habe 34.859 MXC Coins gemeint seit knapp 4,5 Monaten und heute möchte ich die rausnehmen. Ich kann euch auch eben kurz den Zwischenstand zeigen, wie das heute ausschaut. Gehen wir oben links auf den Taschenrechner und hier sehen wir Saldo zum Euro, wie der Wechselkurs steht. Auf Mining gehen, dann sehen wir hier jetzt den Endbetrag 2.674 Euro und 44 Cent. Ich möchte die wie gesagt rausnehmen, um euch das hier einmal zu zeigen, wie das alles vonstatten geht. Gehen wir wieder zurück. Um die MXC Coins aus dem Miner rauszuholen, gehen wir einmal auf den Miner ganz unten, drittes Feld ist das, und dann sehen wir hier auf dem Miner, und jetzt gibt es die Option rechts mit der Feuerflamme hinzufügen, senden. Da gehen wir jetzt auf hinzufügen und senden drauf, und jetzt können wir hier auswählen Kraftstoff hinzufügen oder an die Wallet senden. Wir nehmen das untere und zwar an Wallet senden. Das ist die Wallet von der Data Dash App. Da gehen wir jetzt drauf. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass wir entweder alles hinzufügen oder mit diesem Schieberegler uns die exakten Coins rausnehmen möchten, die wir wollen. Ich nehme jetzt hier alles heraus, weil ich mein Miner zurück habe und ich das investierte Geld einmal rausholen möchte. Drücken wir jetzt hier auf Weiter, an die Wallet senden. Du bist dabei, 34.860 MXCs zu tanken. Bitte beachte, wenn du MXCs aus dem Kraftstoff abhebst, wird deine Mining-Effizienz sinken. Ja, also der Treibstofftank wird sich leeren. Der Treibstofftank ist wichtig. Er beinhaltet 60% des Gesundheitszustandes von dem Miner. Und dann mal in den nächsten Videos aufzeigen, wie sich das mit dem automatischen Aufladen verhält, wie sich das zeigt und wie wir nachher auch wieder den Miner befüllen. So, jetzt gehen wir hier auf trotzdem fortsetzen. So, Touch ID für die Data Dash App. Verifizieren. So, an Wallet gesendet. Bestätigt. Wir haben den Kraftstoff an die MXC Wallet gesendet. Dann können wir das hier unten einmal mit fertig bestätigen. Und zack, sehen wir den gesamten Gesundheitswert. Der ist von 100% auf 40 heruntergefallen. Ja? Also diese Transaktion hat mir 60% vom Gesundheitswert gekostet. Jetzt sehen wir auch darunter, da ist so eine Feuerflamme. Da haben wir 0 Treibstoff. Hier sehen wir es auch nochmal. 40% Gesundheitszustand und 0% Kraftstoff. So, dann gehen wir jetzt mal in die Wallet und schauen uns das mal alles an.
aktualisiert habe ich das jetzt einmal und da sehen wir es. Aktueller Kontostand 34.960 MXC Coins. So, das war's dann zum Video Cashout Part 1, wie wir die MXC Coins aus dem Miner in die Data Dash App Wallet verschieben, um die dann erstmal da abzulegen. In den nächsten Videos zeige ich euch, die folgen werden, Cashout Part 2 und Part 3. Da geht es dann darum, wie wir die Coins, die MXC Coins von der Data Dash App Wallet auf unsere Metamask Wallet verschicken. Wie wir die Coins rausholen, so dass sie nachher bei uns auf der Wallet liegt. Dann können wir die Coins tauschen gegen Stablecoins oder jede andere Währung, wenn ihr weiter investieren wollt. Wenn ihr die gegen Stablecoins tauscht, dann seid ihr auf einer sicheren Seite und wird dann auch natürlich von eurer Wechselbörse wie Binance zum Beispiel unterstützt. Das seht ihr alles dann in den nächsten Videos und dann nehmen wir auch die komplette Auszahlung vor. Deshalb abonniert den Kanal, gebt mir ein Like, macht die Glocke an, dann verpasst ihr die weiteren Videos zum Magix M2 Pro Miner nicht. Falls ihr weitere Fragen habt, dann stellt die natürlich in die Kommentare rein. Ich werde euch natürlich wie gewohnt zurückantworten. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute nur. Bleibt gesund und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder zum Magix M2 Pro Miner. Bis dahin, bye bye.